Genau ab jetzt bekommt ihr nicht 10, sondern 20% mit dem Code Franklin auf den Gymshark Sale nochmal on top bis zum Ende des Sales. Und das ist bald. Also für alle, die den Gymshark Sale vielleicht bis jetzt verpasst haben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, 20% auf die reduzierten Preise auf der Website zu sparen mit dem Code Franklin. Alter! Geil, Mann! Das ist Schweizer. Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was ist der schwerste Mensch der Welt? Der schwerste Mensch der Welt. Ich bin mir sicher, er ist nicht so schwer wie die Schuld, die du trägst, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Deswegen lass jetzt ein Abo da auf dem Kanal. Und dann wirst du dich leichter fühlen. Wir schauen vorbei bei ᵂᴱᴿᴮᴁᴁ, meine Damen und Herren. Er hat vor 3 Wochen das letzte YouTube-Video hochgeladen. Es hat 7,9 Millionen Views stand jetzt und seitdem kam nichts mehr. Er hat gegessen wie der schwerste Mensch der Welt. Was ist passiert mit ᵂᴱᴿᴮᴁ? Wie ist das Video ausgegangen? Warum kommen keine Videos mehr? Bei ihm lief es in letzter Zeit unglaublich gut. 1,5 Millionen, 1,7 Millionen, 2,2, 1,2, 6,2 Millionen. Also, der Kanal ist komplett durch die Decke gegangen plötzlich. Aufgrund irgendwie die Thumbnails haben richtig reingeschallert. This is what the world's heaviest man eats for breakfast. To start off his day, Walter Hudson ate 12 eggs, a pound was? He spent most of his waking hours eating. His typical... Was ist denn mit dem? Digga, der schaut aus wie Jabba the Hutt. His typical breakfast was composed of 32 Link sausages. Keine Ahnung, was das ist. A pound of bacon, also 500 Gramm. Dozen eggs, okay, also 12 Eier. A loaf of bread with grape. Ih, das ist ja eklig, Mann. Warum ist der so dick? Warum ist das Jabba the Hutt in Real Life? Das ist ja unnormal. Dita Baba, Kuchivi. of bacon, 32 sausages, an entire loaf of bread with grape jelly, and a pot of coffee. I'm giving myself until midnight tonight to finish not just this breakfast. Ich würde dann gerne mal bei so einem Menschen, also ist ein bisschen weird vielleicht, aber in der Autopsie seine Organe sehen. Wenn man das, also ist jetzt vielleicht echt ein bisschen weird die Aussage, aber also ich hoffe, der lebt noch, aber wenn der tot wäre und du lebst da, bist so Doktor und du schneidest den auf, wie ist das dann so im Querschnitt, würde ich mich so fragen. Das muss ja alles irgendwie in dem, muss ja, schau mal, Menschen sind ja eigentlich alle gleich innen, ne? Und frage ich mich dann so ein bisschen so, wie ist das dann, ich denke, wie heißt dieser eine Film, wo alle Menschen so voll dick werden und dann nur noch wie so Roboter so rumfliegen und ist das Wall-E? Ich glaube, das ist Wall-E oder so. In irgendeinem Film ist das. Und dann sieht man irgendwie so, wie bei den Menschen die Knochen immer kleiner werden und das Fett außenrum immer größer. Und so in der Art fühle ich mich bei dem so. So sehe ich das bei dem aus. Und ich frage mich so, wir Menschen sind ja eigentlich gemacht, um zu funktionieren und dass wir Muskeln haben und uns bewegen können und beweglich sind und bla und dies und das. Und dann ist halt einfach so ein bisschen Knochen und außenrum Schutzschicht. Nennen wir es einfach mal eine Schutzschicht, okay? But everything else on Walter's meal plan, which as I'm sure you can imagine is pretty gigantic. Aber wahrscheinlich ist das dann auch, wie heißt das? Irgendwas phobic, wenn man sagt, dass der übergewichtig ist. Es ist noch, ich würde sagen, es ist eigentlich noch im Rahmen. Wenn er sich wohlfühlt, es ist gar nicht so viel Körperfettanteil, wie ihr alle meint. Ihr braucht ihn gar nicht so. Nein, also ihr wisst ja, was ich meine, ne? Wahrscheinlich wird das irgendeinen Grund haben. Fatphobic. Okay, ich pass auf, was ich sag. Gigantic, just like I'm gonna be by the end of this challenge. Oh my goodness, I can barely see you guys over my gigantic stomach. To kick off meal 1, I poured an entire pot of coffee. And a few seconds later, I realized I should actually toast that bread. Oh, dang it. Looks like this got a bit overcooked. Boah, aber die Kombi Toast und Ei ist schon nice. Even though this bread was a little extra toasty, everything was tasting amazing. The highlight of this meal was definitely the crunchy bread. After working my way through most of the bread and some eggs, this challenge was off to a great start. All right, our eggs, along with our first cup of coffee, have been eliminated. Now it's time to work on my breakfast sausage. It's a firm belief of mine that breakfast sausage cannot be eaten without some delicious maple syrup. Shout out to all my Canadian viewers watching this video. Breakfast sausage pairs perfectly with maple syrup. The other combination it pairs perfectly with? Breakfast Sausage ist auch so eine eklige Erfindung der Amis, Alter. So, da sieht man, dass die Briten, die erfinden geilere Sachen, zum Beispiel Gymshark, die erfinden geile Sportklamotten. Ist eine britische Brand. Gymshark Sale immer noch live. Auch für die Frauen übrigens. Kuss geht raus an meine 33% weiblichen Zuschauerinnen, die immer am Start sind. Für euch gilt der Code Franklin auch. Ich finde, das schaut einfach nur richtig gut aus an Frauen. Boah, das ist ein gutes Oberteil, oder Chat? Also die Leggings, habe ich mir sagen lassen, sind tipptopp. Ich finde diese mit den
Mit diesem Prince finde ich sehr nice, ehrlich gesagt. Die Farben sind auch top. Also schaut gerne vorbei. Link ist in der Videobeschreibung zu Gymshark. Kuss geht raus. Some tasty leftover eggs and maple syrup. Weißwurst ist keine Frühstückswurst. Weißwurst ist was Nices. Frühstückswurst, ich hab's ja probiert. Breakfast Sausage, das ist sowas wie Nürnberger bei uns. So kleine Rostbratwürstchen, so in der Art schmeckt es. I made quick work of the rest of the breakfast sausage. All right, the sausage is down. So far, this meal is tasting amazing. I set my sights on the bread next. I gotta get to work on this bread. After using pretty much half the jar of grape jelly, I had myself a grape jelly sandwich. Oh, geil. Oh, ja, Mann. Aber mit Peanut Butter wäre noch That was a lot of geiler. jelly. Obviously, I was in the mood for sugar because grape jelly sandwiches just sounded good. But a few minutes later, I brought an old friend to the party. Oh ja, Mann. Oh ja, Mann. I need to know down below in the comments who is team chunky peanut butter. And Oh ja, was seid ihr? Chunky oder creamy? Das Chunky ist doch viel geiler, oder? Chunky Peanut Butter mit diesen leichten Crunch noch, dass du so reinbeißt, dann hast du noch so ein bisschen so. Oh, Erdnussbutter ist schon eine sehr geile Erfindung, Mann. who is team creamy peanut butter? Chunky Creamy, oha, Alter, das ist doch ganz schön. Nothing rings my bells like a toasted peanut butter and jelly sandwich. Or a couple toasted peanut butter and jelly sandwiches. Goodness gracious. I'm like out of breath. So much bread. It's probably too much information, but there's a reason why I chose this mug. It's because it's the truth. You'll find out very shortly why this was so troubling. I didn't took a cook few more today. sips of coffee and got back to work on the rest of the bread. Grape jelly just wasn't cutting it anymore. So I decided to use some peanut butter to get down the rest of the bread. But at this point, the bread was really starting to fill me up. I have to chew on the bread right now. Next, I set my sights on the bacon, dipped in some maple syrup, of course. I thought that combo was tasty, but what I made next was about to be even tastier. I slathered some peanut butter on some leftover bread, added a few slices of bacon on that bread, topped it with some grape jelly, of course, and then I had to do one last thing. Oh man, I am most definitely going to be regretting this tomorrow morning. Boah! Junge! Und der andere isst es zum Frühstück einfach. W! Oh, W moment. Kriegt man nicht irgendwann durch so viele große Kalorien-Challenges richtige Magenprobleme? Manchmal schon, ja. Also manche Leute kriegen das tatsächlich. Ich finde es auch gut, also dass er seine Upload-Frequenz von einmal die Woche anscheinend runtergefahren hat, weil, also er hat's übertrieben. Muss man ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ich glaube immer noch, ehrlich gesagt, dass da irgendwo, ich weiß, da sind die Fanboys von Eric Electric am Start, so, ich finde, er ist ein netter Typ und sowas, bla, aber ich glaube, da war immer noch irgendwo ein Haken, dass er das entweder wieder ausgekotzt hat oder sowas, weil der hat teilweise ein Video die Woche oder noch mehr hochgeladen, wo er sich 30.000, 40.000 Kalorien reingehauen hat und er hatte noch einen anderen YouTube-Kanal, da hat er auch irgendwie so manchmal recht viel Zeug nochmal gegessen und bleibt trotzdem so dünn, das funktioniert halt nicht. So viel Sport also macht er, glaube ich, keiner einfach. Aber ja, das ist auch mir auch alles ehrlich gesagt relativ egal. This was one of the most unnecessarily delicious things I've ever eaten in my life. After making quick work of it, the only thing left was one slice of bread. Last piece of bread. Auf easy. Whew. That was a lot of coffee. Breakfast was complete. Next up was Walter's snack. According to the article that I got Walter's diet from, his between-the-meal snacks consisted of a handful of candy bars. But how much is a handful? After a few Google searches, I realized that a handful could mean anything. Thankfully, I had something up my sleeve. All right, everyone, so I have a random number generator on my phone with numbers 3 through 6. A handful to me is like 2 or 3. A handful to Walter Hudson is probably like double that. So Walter Hudson heißt er. Okay, finden wir mal heraus, warum der Dude der schwerste Mensch der Welt war. Das möchte ich jetzt schon mal ganz gern wissen. Walter Hudson. Schauen wir mal, was wird. Walter Hudson. Also erstmal würde ich sagen, schauen wir uns mal ein paar Bilderchen von dem an. Okay. Der Dude hat auf jeden Fall Massephase sehr ernst genommen. Krass, okay. Oh. Ja, okay, ich weiß ja nicht, ob er jetzt wegen irgendeiner Krankheit oder so. Oh mein Gott, Alter, das schaut schon echt krass aus, Alter. Das ist der schwerste Mensch. Was hat der gewogen? 600 Kilo? Alter, wie will man denn bitte mit 600? Ah, der ist dann hier bei dem Madame Tussauds wahrscheinlich ausgestellt, oder? Boah, wie geht das, Alter? Boah. Krass. Alter. Oder wollte er einfach der schwerste Mensch der Welt werden? Da. Walter Hudson, 1944, oh Gott, der ist nicht alt geworden, bis 1991, was the holder of a Guinness World Record for the largest waist. It measured 3,2 Meter Hüftumfang. Warte mal, da ist mein Ding hier drüber, meine Kamera. 3,2 Meter Hüftumfang. And when he was in his peak weight, 1197 Pfund. 543 Kilo. Der hat über eine halbe Tonne gewogen. Alter!
Hudson described his average daily diet as consisting of 2 boxes of sausage, of bacon, 12 eggs, blah blah, for breakfast, 4 hamburgers, 4 double cheeseburgers, 5 large portions of fries at lunch, 3 large ham steaks or 2 chickens, 2 Hühner, der hat 2 ganze Hühner am Tag gegessen, 4 baked potatoes. Walter Hudson died of a heart attack at his home 91, at age 46. At this time of his death, he weighed 1025 Pfund. Emergency rescues from the Hampstead Fire Department cut a 4 bis 6 Fuß, 1,80 Meter großes Loch ins Schlafzimmer. Die mussten die Wand removen, um seine Leiche zu bergen. Die Geschichte hört da garantiert nicht auf. Ich bin mir sehr sicher, ruhe er in Frieden, dass die ihn nicht mit einem normalen Krankentransporter oder sowas ins Krankenhaus bekommen haben, wenn der Typ eine halbe Tonne wiegt. Da bricht ja alles unter dem auseinander. Du kannst ja nicht in ein Auto hinten eine halbe Tonne reinladen. Digga. Das sind ganz andere Dimensionen. Aber wir wissen jetzt nicht, wieso er so schwer war, aber es war wahrscheinlich absehbar, dass er an einem Herzinfarkt leider stirbt. Der Arme, der ist wirklich nicht alt geworden, viel zu jung. So I'm gonna let this decide for me. After seeing how many candy bars I had to eat, all that coffee hit me. I hit the store to get my candy bars, and I saw one that really caught my eye. And then I had one of the worst caffeine crashes in my life. Ich glaube, erst sind die Kohlenhydrate, als ob der Koffein bei so viel Carbs noch irgendwas retten kann. I started with the Reese's Fast Break Bar, and since I'm a Reese's lover, this got a fire. I took down the Fast Break Bar along with the Hershey's Cookies and Cream Bar. Reese's Big Cup with Reese's Puffs. This Reese's Big Cup was also incredibly delicious. But the bar I was most curious about was up next. And now what I've been looking forward to trying the most, the Fruity Pebbles chocolate bar. The craziest part, this had real Fruity Pebbles inside. Ooh. A few minutes later, all the candy bars were down. Everyone just like that, 4 candy bars are down. The first snack was complete. Next up, lunch. Everyone, so far this challenge is going fantastic. The only thing I'm starting to worry about is the fact that I haven't used the bathroom today. And then it hit me. I needed to find a bathroom ASAP. I'll see you guys on the other side. All right, everyone, it's time for lunch. And all I gotta say is exercise. I thought you meant extra fries. Man, I really gotta get a new joke. Walter's lunch beverage was a large bottle of soda. It's almost 5 p.m. right now. I'm having a bit of a late lunch, but we gotta get this show on the road. Walter ate 2 large sandwiches for lunch, so I ordered the Subway Philly sandwich. Needless to say, I was a big fan. I was surprised because this actually tasted like an authentic cheesesteak. The combination of the steak, American cheese, peppers, onions, and mayonnaise made this a fantastic sandwich. I gotta give a quick shout out to Subway. That was a 10 out of 10 sandwich. Even though I had 1 sandwich left, Woo! I moved to the next part of Walter's lunch. Now I gotta get on over to my mound of fries, which I'm gonna wash down with some sugar-free ketchup. It helps cancel out all the calories. Unsurprisingly, the fries tasted like French fries. If you're new to the channel, I really love French fries. If you guys know me, you know I'm team waffle fry, but to me, building a mound of waffle fries just sounded really weird. So I figured I would just make a mound of. Man hätte ja eigentlich aus verschiedenen Pommes so einen Berg machen können. Also so eine Portion Süßkartoffel, eine Portion normale Kartoffel, eine Portion Waffle Fries, wie er es nennt. Was? Tuna Teriyaki, Sub, boah, ich finde ehrlich gesagt, was habe ich mal genommen? Mit Steak habe ich mal genommen, dann mit Zwiebeln und allem drum und dran und in dem Cheese Oregano, ein ganzes, mit Steak, Green Peppers und allem drum und dran, Zwiebeln und am Ende Chipotle Southwest drüber. Regular fries. Yeah, I have so many carbs inside me. Woo. Even though I was starting to get full, I still had an entire Subway sandwich to eat after this. I gotta get on over to my last Subway sandwich right here, which is arguably one of the best Subway sandwiches on the Subway sandwich menu. Wow, that's so many vegetables. Why the f did they put this many vegetables on there? Even with the unnecessary amount of vegetables, this sandwich tasted mind-blowing. But unfortunately, all this bread was really starting to hit me. Man, I've eaten so much bread today. Ooh. Boah, der Magen. But fortunately, I was able to push through and finish off the sandwich. Well, I got down all the fries, the subs. Fortunately, I still have this Coca-Cola left over, which I'm gonna use
in my next food adventure. So yeah, I'm gonna hold off on the rest of this Coke for now. Because I didn't finish the Coke, lunch was a fail. The number I rolled next was 5. At this point, I had taken down just over 15,000 calories. Okay, 15.000 Kalorien, aber mich würde jetzt mal interessieren, warum hat er so viel gegessen, der Typ? Ist es einfach so, wenn du mein Leben lebst, so wie ich, dass man einfach irgendwann viel Hunger hat? Und heute früh zum Beispiel waren wir brunchen. Was hatte ich zum Brunch? Ein Stück Kuchen, Räucherlachs, ein Rührei mit 4 Eiern und mit ein bisschen Cocktailtomaten und Rucola. Und dazu dann noch ein Käffchen. Und von Sophia habe ich dann noch das Bircher Müsli gegessen. Ich weiß nicht, ob es da draußen Menschen gibt, die einfach so sagen, ich bestelle ein Bircher Müsli zum Brunchen und einen Kaffee und das reicht mir. Oder ist es so, dass man so mit der Zeit sich so immer höher und höher und höher arbeitet? Und wenn ich so weitermache, jetzt bin ich 28, wenn ich 50 bin, ende ich da. Da bei dem Typen, so ende ich dann. Dass ich dann zum Mittagessen dann, was weiß ich, hier irgendwie 6 Portionen Pommes und dann noch so und das essen muss. Das wäre echt heftig, Mann. Da muss ich mich echt schnell in den Griff bekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich so ende. Ist auch deine Angst, dass das. Schau mal, ich gehe ja schon in Restaurants und ich bestelle mir 2 Hauptgänge, weil ich Schiss habe, dass ich von einem nicht satt werde. Aber man muss auch dazu sagen, fairerweise, ich esse halt auch nur 2-mal groß am Tag. Also ich esse 2 große Portionen am Tag und nicht 3. Wenn ich es jetzt auf 3 aufteile, dann ist natürlich was anderes. Für Fortnite, Leute. Danke dir. Martin-2205 für ein Sub. Und Kuss geht raus, Digga. Danke dir für den Support. Du machst auch viel Sport und hast deswegen vermutlich viel Hunger. Kann sein, ja. Heute war ich Eisbaden, war sehr geil. Status update as I head to the store to grab my next round of candy bars. I'm not doing very well. My stomach feels like a black hole full of French fries, bread, and a lot of regret right now. Ugh. All I gotta say is that volume-wise, the final meal is gonna be the biggest meal in this entire challenge. And the last challenge was a complete fail. And the last thing I wanna do is fail 2 challenges in a row for you guys. So let's just say this is about to get pretty crazy. Those sandwiches are not sitting very well right now. I picked out the rest of my candy bars, and it was time for snack number 2. I'm actually pretty excited to try 2 of these because I've never had them before. I also got my Coke. Taste the rainbow. Huh? Why did I just say that? That's Skittles, not Coke. Oh. I'm gonna start with the Zero bar. Was ist das denn? I was pleasantly surprised by the taste of the Zero bar. Was ist ein Zero bar? It was an explosion of almond, peanut, and caramel nougat. Nice tasting, man. Ist das ein Finally, Proteinriegel, I had oder? to get to the Snickers bar. Where my Snickers people at? You can never go wrong with the Snickers bar. But the bar I had next has a special place in my heart. Snickers geht immer. Snickers ist so ein Riegel. Machst du ist Essen. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, Mars, Snickers oder Twix. Oder Milky Way. Ich gehe mit Snickers. Würdet ihr was anderes wählen? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, die meisten Leute würden mit Snickers gehen, ehrlich gesagt. Twix, oh, Bounty. Stimmt, Bounty ist auch noch ganz wichtig. Ja, Bounty ist auch geil, aber in der Größe nicht so. Bounty ist, aber auch eine gute Sache. Stimmt, ein Bounty ist auch was Feines. Ich gehe mit Snickers. Bin, glaube ich, die Einzige, die Mars. Nee, man, Mars ist eigentlich zu süß, finde ich. 3 Musketeers. This was good, but the bar I had next really stole the show. My first time trying a Carmelo bar. Let's take a moment. Oh my goodness, look at that action. Look at that caramel action. Whew. Oh my goodness. Krass, was bei denen alles für Riegel gibt, man. Müsste man eigentlich mal alle durchprobieren, One ne? word, legendary. Biting into this Carmelo bar was like a symphony of chocolatey deliciousness. 10 out of 10. That was amazing. Speaking of amazing, it's time to get to one of my favorite chocolate bars out there. Butterfinger. Nee, das sind die. Hä? Da gibt's unterschiedliche. Das sind die, glaube ich, die haben so Karamell-Layer drin, so ganz viele. Die habe ich auch schon mal gegessen, die sind nicht geil. The Butterfinger. And if you made it up into this point of the video, pause the video and drop a chocolate bar emoji down below in the comments. Ooh. Oh, nee, Mann. Ja, wobei. Junge, der kriegt so Diabetes. Walter's second snack. Wie hieß es in dem Russen-Video? Diabetes oder irgendwie sowas? And lunch had been completed. Now it was Kubikov, Free Kubikov an der Stelle einmal bitte. Einmal Free Kubikov. Ich hoffe, für Kubikov geht's gut. time for dinner. The biggest meal of this entire challenge. I picked up a bottle of Coke and 4 ham steaks. Diathese. Diathese was genau. harder than eating this food. An apple pie and the most difficult part of the meal, the potatoes. Exercise? I thought you meant extra pie. Okay, I definitely need a new joke now. Walter's dinner beverage was a bottle of soda. He also ate 4 or 5 ham steaks for dinner. Tastes like ham. Eating almost 2 pounds of protein this late into a challenge, I was seriously doubting I'd be able to complete this one. These ham steaks are
freaking huge. I'm very salty. Thankfully, I was able to get the last ham steak down, but I was getting very full. I'm not gonna lie, those ham steaks were a solid 1 out of 10. I have no idea why someone would want to eat a ham steak. Wieso? Ja, Digga, wer ist das? Next up, a half-dozen cobs of corn. Shout out to everybody that knows the deliciousness of tahini. Ja. That's how you pronounce this. Ja, It's nicht. delicious. Pardon my French. With the addition of the tahini, this corn was actually pretty tasty. Boah, ja, halt die auch Bock drauf With jetzt. only 1 cob left, there's something I had to say. And I just gotta say, if this video gets 50,000 likes, I will attempt to eat the diet of the world's heaviest woman. So if you want to see that, give the video a like if you haven't already. I finished off the last corn on the cob and set my Ich glaube, das Video werden wir 100% sehen. Es hat mehr. Boah, würde ich das bis dahin schaffen? Ich glaube, nach dem Frühstück ist man schon raus. sights on the food that was going to be the most difficult to get down, the potatoes. Now it's time for me to move on to the most difficult part of this entire meal. Our healthy potatoes. For dinner, Walter had a half dozen potatoes. While I was in the store, I was wondering what I could eat these potatoes with, and I saw Smart Balance. I'll pick that up later. I don't think I've ever actually had this before, but I do see green, and it is called Smart Balance, so that obviously means we can use as much of it as we want, because it must be calorie-free. Sarcasm. After a generous amount of Smart Balance, it was time to get to work. Oh. Oh, it's gonna be rough. Oh, hey, this is gluten-free. Oh. All right, these potatoes are just like bricks in my stomach right now. I did the only thing I could do in the situation. Thank goodness we have some wow sauce. At this point, I felt like a human water balloon, and wow sauce wasn't helping with the fullness. Oh, I can't say WOW moment right now because I feel like if I do, I'm gonna, yeah, okay. With the ham steaks I put down earlier, each potato was getting harder and harder, so I decided to make a decision. Oh my goodness. Bricht doch jetzt nicht ab. I felt like this in the last challenge too. Except it was bagels and not potatoes doing this to me. Well, everybody, here's the deal. There's no way I'm gonna be able to finish this potato and this pie right now. It's currently 9:16 right now, which means I have about 2.5 hours left in this day. So I'm gonna chill out and actually do something that I feel like I should do. I can barely see you guys over my mountainous stomach. Oh, this is embarrassing. Let's make a little deal. If I've gained over 14 pounds, you have to subscribe if you're not subscribed already. If I gain under 14 pounds, you can unsubscribe from my channel. Let's weigh in. My pre-challenge weight was 169.2 pounds. My current weight, 184.7 pounds. A gain of over 15 pounds. After over an hour of digestion time, I came back to finish the fight. I had less than a half an hour to get down this massive serving of apple pie, the rest of the soda, and the last potato. With the massive amount of starch I'd consumed over the day, finishing this meal was gonna be a battle. All right, everybody, well, it is 11:30 right now, and the food baby is quite large. Like usual, I look 27 months pregnant. I should be on the next cover of GQ. Oh, the thought of putting this potato in my mouth is just absolutely repulsive right now. Thank goodness for 0 sugar whipped cream. I dove headfirst into the apple pie. Boah, so ein Apfelkuchen, Digga. At this point, I felt like my stomach had detached from my body, but the finish line was in sight. I feel like I'm about to give birth to a baby made of Subway sandwiches and toast. The apple pie's been eliminated. All I gotta say, everybody, is that Hä, jetzt Kartoffeln so schwer sind, oder? Er hat's geschafft, Digga. We've done it. I've successfully eaten like the world's heaviest man for 1 day. Man, that was rough. If you thought this challenge was crazy, be sure to go check out that one time I ate like Nikocado avocado for a day. Or check out my last challenge where I ate 10 times serving sizes for 1 day. Subscribe for more crazy food challenges just like this one, and I'll see you all in the next video. Ja, geiles Ding auf jeden Fall gewesen. Ja, krass. Das ist schon eine Menge, aber also es war ein dicker Apple Pie, okay. Es waren 12 Dinger, 12 Kartoffeln oder sowas. Es war eine Menge Korn, ja, okay, das sättigt einen schon, aber so gigantisch ja, okay, doch, diese ekligen Schweineteile waren da. Das ist halt auch richtig eklig, ne? Und hier 2 Subs zum Mittag und dann noch die Fries dazu.
Ja, das ist schon fies. Also auf 24 Stunden könnte man das vielleicht irgendwie noch verdrücken, wenn man es quasi auf 2 Tage aufteilt. Aber an einem Tag, sage ich jetzt mal so, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang das zu essen, boah, das ist tough. Das ist wirklich tough.